Vor kurzem gaben sie gemeinsam mit Monster Magnet eine gefeierte Tour. Bei uns waren sie alleine, Nina hat sie getroffen und jetzt gibt es das Queens of the Stone Age Interview. Heute bei Nina Jungs, die weit gereist sind. Und zwar kommen sie aus den Staaten. Bei mir Queens of the Stone Age. Hi guys. Hello. Hello. Ich habe gehört, du hast Verwandte in Österreich? Ja, die Großeltern meiner Mutter, aber das geht so weit zurück, das zählt nicht wirklich. Nein, du bist kein Österreicher. Ich bin Amerikaner, aber ich habe österreichisches Blut. Josh, woher kommst du genau aus den Staaten? Aus Kalifornien. Wo es warm ist und die Sonne scheint. Wo es warm ist und die Sonne scheint, die Vögel singen und ich bin nicht dort. Aber dafür könnt ihr heute hier auftreten und das Publikum richtig aufmischen. Darum sind wir hier. In der Band Kyuss, das war eure erste Band. Was für Musik habt ihr damals gespielt? Es war Heavy Rock'n'Roll. So wie ihr jetzt auch. Es klang anders, aber die Idee war die gleiche. Ich glaube, es hat jetzt ein bisschen mehr Melodie und ist vielseitiger. Aber Kyuss waren auch gut. Sehr gutes Zeug. Warum habt ihr damit aufgehört? Kyuss waren Freunde, die Musik gespielt haben. Wir sind nach Europa gekommen, konnten auf der ganzen Welt spielen. Aber es wurde nie richtig groß und so mussten wir es beenden, um es richtig cool zu machen. Das erste Album war Queens of the Stone Age Part 1 und ich glaube, ihr habt es selbst finanziert. Es wurde ein riesiger Erfolg. Das Rolling Stone Magazine bezeichnete euch als eine der 10 wichtigsten harten Heavy Bands. And the Rolling Stone Magazine wrote that you're one of the 10 most important hard and heavy bands. Ja, das muss ja stimmen. Natürlich. Ich meine, hey, es ist der Rolling Stone. Offensichtlich. Hier die Bibel und da der Rolling Stone. Beide sind absolut gleichwertig, oder? Aber es war ein Riesenerfolg. Okay, but still. Ja, wir sind die internationalen Superstars, wow. Aber im Ernst, es war einfach so gut, dass wir eine zweite Platte machen konnten. Das ist alles, was wir wollten. Platten machen und auf der ganzen Welt spielen. Und natürlich viele Schillinge verdienen. Ihr solltet Dollar verdienen. Wir haben beides. Eure Tour zusammen mit Bad Religion, Rage Against the Machine, Hole, Ween. Wie war es gemeinsam mit all diesen Bands? Am besten war es mit Ween. Mit denen verstehen wir uns richtig gut. Die mögen wir sehr. Es ist echt eine unglaubliche Band. Es war vielleicht die lustigste Tour, die wir je gemacht haben. Jetzt gerade haben wir mit den Foo Fighters getourt. Das war auch sehr lustig. Die sind sehr gute Freunde. Es ist schön, die Möglichkeit zu haben, mit seinen Freunden zu touren. Es ist überhaupt gut, Freunde zu haben. With your friends. Friends are good to have. I like friends. Will you be my friend? I like friends. Will you be my friend? Yeah, sure. Hi, how you doing? I'm Nick. I'm Josh. Hey, Josh, you want to be friends? I could probably work that out. Okay, cool. We're gonna make friends. We We're all make friends at Cook Corner, yeah. You toured also with Hole. Ihr habt ja auch mit Hole getourt. Marilyn Manson war auch schon mit Courtney zusammen auf Tour. Er sagt, sie ist total verrückt und rennt ständig nackt herum. Wie war sie denn bei euch? She wasn't naked once. Sie war kein einziges Mal nackt, aber sie war immer sehr wütend. Ich weiß nicht, ob es mit uns etwas zu tun hat, aber sie hat dauernd mit irgendwelchen Dingen herumgeschmissen. Throw many things. Da gibt es diesen Song, Feel Good Hit of the Summer. Was hat euch denn zu diesem seltsamen Text inspiriert? Sie möchte, dass wir sagen, dass wir Druggies sind. Nein, es ist einfach eine Liste von Substanzen, die manche gut finden oder auch schlecht. Das war die Idee. Die Kids sollen mitsingen, die Eltern sollen sich verpissen. Macht Ärger, wenn du keine Probleme suchst, wie kannst du sie dann finden? Das ist meine Frage.
You know, we've never really Wir been. waren nie eine Band für Kids, wir haben immer für Leute über 18 gespielt. Also haben wir uns auch nie wirklich Sorgen über Fragen wie, was ist mit den Kindern gemacht? Wir wollen Spaß haben und über diese Dinge auch singen. Thing that we were worried about, like, what about the kids, man? Und, that's all I have to say. Wie kommt es eigentlich, dass du Deutsch sprichst? Because we've been here a bunch of times. Wir waren schon öfters hier, wir kennen wichtige Very Worte valuable wie words like und and Scheiße. Scheiße. Essen und trinken und von Zimmer zu Zimmer und Frühstück. That's very interesting. How do you come from Zimmer to Zimmer? I mean, Scheiße, Essen, Trinken, okay, these are the... Because when you're sitting in a hotel room and you're like, how the hell do I dial from room to room? And then you see on the phone it says von Zimmer zu Zimmer, and you realize you're in a Zimmer, and someone else is in a Zimmer, and what you want is to get from Zimmer To Zimmer. zu Zimmer. Very, very clever. Your album. Here I have it. And if you could please sign it for the fans out there, and we're gonna make a competition. Watch this, look. And you're gonna come back in summer. Kommt ihr im Sommer zu den Festivals? wir werden bei allen Festivals spielen, das ist unser Ziel. That's our goal. Ja genau, wir werden bei jedem Festival spielen und das gleichzeitig, alle auf einmal. So, I think I have to say goodbye now to my new friends I just found. Bye, And, baby. Friends, come friends here. forever. Get her. Sweet. Thanks for the interview. Bye bye. Das war's und wir sehen uns bei allen Festivals in Europa. Any festival. At every in- festival. Every festival. in Europe. Zum Schluss noch ein Konzerttipp. Die Söhne Mannheim spielen gleich 3-mal in